Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU20 in meinem eigenen Account, ja. Es ist verrückt, aber ja, ich habe ja meinen eigenen Account ein bisschen, ja, sag ich mal, vernachlässigt, dadurch, dass wir den Account von dem guten Hanrizzle in die Top-Ränge auf jeden Fall gepusht haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er gerade steht. Ja, Platz 37, Stufe 220, fast 21 ist er. Ja, Doors are filling in this weekend ist jetzt auch schon vorbei. Ab jetzt übernimmt nun Hanrizzle den Account. Ja, es hat sich so die letzten paar Minuten, als wir gestern den letzten Tag gepusht hatten, ja, so ein bisschen wie das Ende von einer kleinen Reise angefühlt, weil wir haben wirklich sehr viel Zeit in den Char gesteckt. Wir haben sehr viel durchgemacht. Es war für mich eine krasse Erfahrung gewesen auf jeden Fall. Und dafür möchte ich Hanrizzle an der Stelle auf jeden Fall nochmal danken. Und ja, ich fahre auf dem Server hier jetzt selbst auch noch ein bisschen fort, aber ganz, ganz chillig. Ja, ich wurde eingeladen von der Pilzhütte. Ja, die Pilzhütte, das passt. Ich habe ja auch eine eigene Gilde, die heißt Holzfällerhütte. Jetzt sind wir hier auf EU20 in der Pilzhütte. Wir spielen hier ganz, 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 ganz chillig, ja, und werden einfach so ein bisschen den Account die Tage pushen. So hauptsächlich bin ich eigentlich hier, um mir die Leute von EU20 anzugucken, um mir das Avatar Race anzuschauen und um zu schauen, was hier auf dem Server noch so abgeht. Ich werde mir jetzt auch morgen dann alle Leute hier einspeichern in meine Freundesliste, die ich schon aufgeschrieben hatte, vorab schon, die auf ein Avatar-Bild gehen wollen. Ne? Und dann werde ich mir das alles mal so abspeichern und für mich so ein bisschen im Überblick behalten. Ne? Ansonsten hier in der Gilde, ja, hatte ich schon geschrieben gehabt, ich bin eben gerade gejoint und hatte schon geschrieben, dass ich auf jeden Fall nur ein bisschen hier mit pushen werde, so die ersten paar Wochen. Lol. Schon wieder Tag X hier so random, wie letztes Mal auch im Livestream, ja. Und dass ich hier halt auf jeden Fall ein bisschen pushe, ein bisschen scout, ein bisschen gucke, was abgeht auf jeden Fall. Und ein bisschen die Gilde supporten auf jeden Fall und ja, aber nicht zu hardcore reingeht und ja, nachher dann halt auch eben EU20 früher oder später wieder verlassen werde. Wenn hier soweit erstmal alles gelaufen ist. Trotzdem bleibt hier mein Augenmerk natürlich weiterhin drauf, ja. Ansonsten wollte ich mich nochmal bedanken. Ich hatte das auf meinem Instagram-Kanal schon angekündigt gehabt, dass das auf jeden Fall krass ist, was jetzt so die letzten Wochen so an Support zusammengekommen ist. Ja, ich hatte es hier in meiner Story getan. Ich habe auf Twitch die letzten 4 Tage 32 Stunden gestreamt. Ja, die letzten 4 Streams, die es um das Projekt von Hanrizzle ging. Ja, wurden insgesamt über 33.000 Mal aufgerufen auf Twitch. Das war sehr, sehr krass und insgesamt habt ihr 1,4 Millionen Minuten zusammen zugesehen. Also das ist schon echt, wollte ich nochmal für die ganzen Zahlen-Nerds vielleicht da draußen zusammenfassen, was da auf jeden Fall zusammenkam. Und definitiv eins der coolsten Projekte, die wir bisher so gemacht haben, beziehungsweise die ich machen durfte in Shakes and Fidget. Und da ist natürlich Hanrizzle auch wesentlich dran schuld, sag ich mal, in dem Sinne. Ja, deswegen, wenn ihr sehen wollt, wie jetzt der Account vom guten Basti weitergespielt wird, ne, dann empfehle ich euch auf jeden Fall auf seinen YouTube-Kanal vorbeizuschauen, denn dort wird er definitiv demnächst, denke ich mal, ein Update-Video hochladen dazu und wird euch auf den Laufenden halten, wie es dann, denke ich mal, weitergeht mit dem Char. Ne? Hier habt ihr nochmal das Video dazu, wie es überhaupt dazu kam, dass überhaupt die Hilfe benötigt wurde auf EU20. Ne? Könnt ihr euch auch sehr gerne reinziehen, weil immer wieder Leute fragen, warum das Ganze so. Ne? Und ich verlinke Hanrizzle nochmal in der Videobeschreibung. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen und dann könnt ihr euch das reinziehen. Und dadurch, dass der Char natürlich jetzt so ein bisschen History hat, dadurch, dass wir für den Anfang verantwortlich waren, sag ich mal, ne, ist es natürlich auch spannend, den auch weiter zu verfolgen, was jetzt Hanrizzle nun draus macht. Und wie hier es für ihn auf dem Server so weitergeht, auf jeden Fall. Ne? Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er hier auch so durchzieht. Dadurch werde ich den Server auch alleine schon weiterhin verfolgen. Also ich selbst bin hier zwar jetzt nicht so krass aktiv auf jeden Fall auf dem Server, aber wir werden definitiv natürlich, auch nachdem das Avatar Race vorbei ist, werden wir auch den Server weiterhin
beobachten und einfach mal gucken, was hier auf dem Server noch so passiert, wie viele Leute hier noch hinzukommen, wie es mit dem Avatar Race aussieht und wie die Accounts hier weiterhin durchziehen werden, wer hier nur für das Avatar-Bild da gewesen ist und wer hier dann auch noch weiterhin durchziehen wird. Ne? Und dann kommen wir mal auch direkt zu den Statistiken. Wir haben hier insgesamt jetzt 23.411 Spieler auf dem Server jetzt gerade registriert. Ja, und das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung und haben jetzt hier immer noch keinen einzigen Stufe 250er Account am Start. Ja, also das muss man dazu sagen, es hat am Tag 3 auch keiner geschafft. Heute, wo ich das Video jetzt aufnehme, haben wir ja schon Tag 4. Und deswegen ja, hat es bisher immer noch keiner geschafft, aber ich denke mal im Laufe des Tages vielleicht wird das was werden, auf jeden Fall. Ne? Und ansonsten können wir auch mal in die Statistiken reinschauen. Ich habe hier unten den Webshop noch gar nicht, hier wo meine Kamera vor ist, da wird mir der Webshop noch gar nicht angezeigt, da muss ich mal auf einen anderen Server gehen. So, und dann können wir hier auch noch mal kurz gucken, wie es von den Leuten her aussieht, wer auf dem Server so jetzt gerade von den Klassen die führende Position hat. Ne? Wie gesagt, auf jeden Fall nicht direkt danach gehen, dass das jetzt hier up-to-date ist. Die Rangliste wird irgendwann in der Nacht um 1, 2 Uhr morgens aktualisiert. Deswegen kann sich das bis dahin schon wieder ein bisschen geändert haben. Ne? Aber von den Leveln her hat sich bei den Top-Spielern bisher noch nicht viel getan. Ne? 248 sind momentan so die höchsten Leute. Ne? Und so sieht das Ganze aus. Also definitiv auch nicht so verkehrt, sag ich mal. Ne? Und ja, wenn wir jetzt das Ganze mal nach Klassen sortieren, wir können auch mal kurz nach den Stat-Punkten gucken vorab. Ja, bei den Stat-Punkten haben wir Lore von Mr. On hier ein bisschen weiter vorne. Ne? Dann kommt auch schon der Aurikos BBQ, ne? Der aber auch schon relativ nah dran ist auf jeden Fall. Ne? Lokai, RGB, Gem, Himmel, Datalize, Turor, Supline, PoE, Frieren, ja und so weiter und so fort. Wir gucken mal, wie es in den unteren Einzelklassen aussieht. Wir sortieren nach Level, denn darauf kommt es am Ende des Tages an, wer denn das höchste Level hat. Wir werden natürlich auch versuchen, das Ganze zu begleiten und ich hoffe mal, ich habe da Zeit, dass wir dann quasi das Fotofinish sozusagen mitkriegen. Ich muss noch mal raussuchen, um welche Uhrzeit dann das genau ist und dann können wir da vielleicht hoffentlich auch zu dem Zeitpunkt live sein, damit wir auch live mitverfolgen können, wer sich hier nun die Avatar-Bilder geschnappt hat und ja, wer halt eben nicht auf jeden Fall. Ne? Ja, hier sind wir bei den Kriegern. Ne? Dieseldirk auf der 1, dann haben wir Yuxu auf der 2, hatte mir geschrieben gehabt, gab ein paar Probleme irgendwie mit den Ressourcen da beim Paket oder irgendwie sowas, ne? Und hatte dadurch ein paar Level verloren auf jeden Fall, weil ja, das nicht so richtig direkt gut geschrieben worden ist oder so und hatte sich beim Support gemeldet, wurde im Nachhinein wieder aufgeladen oder so. Ne? Ich habe es jetzt nur am Rande so ein bisschen mitbekommen und hatte dann dadurch aber auch einen ziemlichen Level-Rückschritt dann hier dadurch erleiden müssen, sag ich mal. Aber mal gucken, vielleicht schafft er trotzdem noch das Ruder rumzureißen. Bei den Magiern haben wir hier Frieren auf der 1, Gotcha 2 und Falafel Nosch auf der 3 hier gerade bei den Mages. Ne? Frieren hat hier schon einen signifikanten Vorteil bei den Mages, das muss man mal so sagen. Ja, bei den Kundis, da ist die Konkurrenz natürlich relativ engmaschig, sag ich mal, zwischen Turor, Aurikos, das ist so das, wo sich das wahrscheinlich entscheiden wird, Kasperlkopf. Ja, muss man mal gucken, ob der noch irgendwie gewisse Chancen hat, hier oben mitzuhalten. Ne, so sieht es bei den Kundis momentan aus. Bei den Assassinen haben wir auch sehr viele krasse Leute auf jeden Fall am Start, die hier, wie ihr sehen könnt von den Leveln her, auch wirklich schon relativ weit oben sind. Also Assassinen, die Dichte an der Performance, sag ich mal, die hier auf dem Server stattfindet, ist bei den Assassinen auf jeden Fall sehr krass. Lokai haben wir hier auf der 1, dann Tom Brady 2 und den Cem auf der 3 gerade, ne? Und dann kommt die Sissy auf der 4 und der Gerät auf Platz 5. Ja, bei den Kampfmagiern, man sieht bei den Leveln, ist krass auf jeden Fall. Ne? Die Battle Mages sind da definitiv ein bisschen bestraft, was die Dungeons angeht, aber trotzdem natürlich sollte man die Leistung hier nicht aufgrund des Levels mindern, sag ich mal. Da steckt definitiv
bestimmt genauso viel drin wie bei den anderen Accounts auch, wenn nicht sogar noch mehr, weil die ja noch mehr Gas geben müssen. Schafe haben wir hier auf der 1, ne? Dann haben wir hier Capso auf der 2, Mosquito auf der 3, ja, und dann haben wir einen kleinen Absturz im Fall vom Level her, M-Key dann hier auf der 4, ne? Und deswegen, ja, wird sich das wahrscheinlich, also ja, Capso darf ja nicht teilnehmen, er ist ja Creator, also muss man schauen, Schafe, das könnte schon ganz gut sein, dass er das hier bekommt, das Avatar-Bild. Bei manchen zeichnet sich das jetzt schon ein bisschen ab, aber wie gesagt, man sollte niemanden abschreiben, so, ne? Daddy Dishwasher haben wir hier bei den Berserkern momentan auf der 1 mit einem guten Vorteil auf jeden Fall, Flüffel auf der 2. Ja, ich weiß nicht, ob man diesen Fortschritt noch einholen kann. Das wird auch relativ schwierig werden. Hier bei den Demon Huntern haben wir hier Love auf der 1, Drössi auf der 2 und wir sind tatsächlich auf Platz 3. Ja, das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Gut, mit den beiden sollte man sich wahrscheinlich nicht anlegen, denke ich mal. Da steckt wahrscheinlich auch nochmal der ein oder andere Pilz mehr drin. Aber dass wir abseits von den beiden hier auf Platz 3 sind, also das kann man schon machen. So, also das ist definitiv auch nicht verkehrt. Vor allen Dingen beim Demon Hunter, bei einer Dungeon Push Klasse so zum Start. Ich denke mal, da haben wir einen ganz guten Job gemacht auf jeden Fall. So, beim Druiden haben wir hier Bahamas Woe. Das Ding ist, denke ich mal, durch, so wie es aussieht. Halo haben wir hier auf Platz 2 mit Stufe 202 und dann ganz weiten Level-Up-Fall hier bei den restlichen Leuten auf jeden Fall. Bahamas Woe sichert sich hier schon hundertprozentig safe. Das Profilbild für die Druiden, das kann man schon, denke ich mal, so stehen lassen. Und hier bei den Baden haben wir hier Herin auf Platz 1 mit 222, dann Tuni auf der 2, ist Creator, klammert man aus, ne? Also ja, das wird wahrscheinlich auch ein safes Ding. Dann haben wir hier den Donar Kebabson, der Jurik ist das, ne? Der hier auf Platz 3 ist. Also hier, das ist auch schon ein guter Levelvorteil für Freedom hier an der Stelle bei der Klasse der Baden, angefechtet durch den Herin. Ja, also das ist, denke ich mal, auch schon einigermaßen safe, aber wie gesagt, ne, nicht ausruhen, immer weitermachen auf jeden Fall. Bei den Necros haben wir hier Mr. On auf Platz 1, dann Deadalized auf der 2 mit 10 Level Unterschied. Ja, mal gucken, was da noch so geht. Ne? Mick auf der 3, Battlejuice auf der 4 und Zodiac auf der 5. Ne? Aber die sind auch hier alle relativ nah zusammen, muss man sagen. Ne? Also das kann auch auf jeden Fall noch was werden. Deswegen mal gucken, nicht ausruhen, immer weitermachen. Bei den Palas haben wir hier Himmel auf der 1. Mit dem gleichen Level ist auch hier der Subline POE auf der 2, ne? Und dann der Mozone auf Platz 3 und Donidano auf Platz 4 mit dem gleichen Level wie Mo. Ne? Also da wird sich das wahrscheinlich zwischen den beiden hier auch entscheiden, zwischen Imbus 69, Freedom, ne? Bei den Klassen der Paladine, vertreten durch Himmel und Subline. Auf jeden Fall wird, denke ich mal, auch spannend. Das ist hier auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf jeden Fall. Ne? Werde ich weiter beobachten, das Ganze. EU20, wir werden die Tage ein bisschen pushen. Ne? Morgen werde ich mal wieder streamen. Da werden wir auch ein bisschen auf EU20 reingehen. Und ja, dann werden wir den Account ein bisschen mal pflegen, ne? Werden das nachholen, was wir jetzt verpasst haben. Für mich ist das nicht schlimm, dass ich jetzt irgendwie einen Tag später oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 Tage später starte. Ist für mich absolut gar kein Problem. Mir geht das eh nicht darum, hier irgendwas aufzuräumen in der Ehrenrangliste oder so. Ich habe einfach nur Spaß am Pushen und deswegen, ja, das ist ein neuer Server. Man macht da gerne mit, ne? Und da muss man jetzt nicht um Ränge spielen, sondern einfach nur ein bisschen just for fun, ein bisschen ballern. Warum nicht? Und deswegen werden wir hier natürlich dann auch die Tage ein bisschen weiterspielen und müssen auch die Gilde supporten, ein bisschen ausbauten, hochjagen und so, ne, halt das Übliche und ja, werden versuchen hier dann die Tage noch einen kleinen Mehrwert für die Gilde zu liefern, ne, die Gilde ist momentan auf Platz 5, ist eine Gilde, die, glaube ich, ja, keine Raids macht, dafür aber Gildenangriffe, ist natürlich so ein bisschen der falsche Weg. Man sollte natürlich zuerst mal gucken, dass man die Raids schafft, bevor man Gildenangriffe macht, weil, ja, wie man bei den Top-Gilden erkennen kann, befinden die sich natürlich alle noch momentan gerade in der Raid-Phase. Die machen jetzt hier alle schön erfolgreich Raids, damit halt eben auch die Boni für die Gilde dann auch langfristig stimmt, ne? Und das sind halt eben jetzt, sag ich mal so,
Boni, die jetzt halt eben die Gilden nicht haben, die jetzt halt eben einfach nur Ehrenhallen-Ranglisten pushen machen, so, die jetzt hier alle weit oben stehen, die werden nachher relativ weit unten stehen, denke ich mal, die Gilden. Dadurch, dass jetzt die ganzen Top-Gilden hier jetzt gerade in der Raid-Phase drin sind. Und ja, die werden sich natürlich hier auch dann battlen. Ne? Wenn wir nochmal nach den Gilden sortieren, ich gehe nochmal kurz in den Webshop rein, dann können wir hier auch nochmal gucken, welche Gilden hier gerade so führend sind auf dem Server vom Level her. Ja, da können wir hier nochmal kurz reingehen, hier nochmal die Stats nochmal von der Klassenverteilung. Und wenn wir auf die Gilden gehen, dann sehen wir hier Imbiss ist relativ weit vorne vom Level her, dann Freedom, World Guard und dann kommen die Gem Miners, ne? Und Evil Returns auch schon hier auf Platz 7 gerade, was so das Level angeht, relativ nah beieinander mit Freibad, ne? Und da auf jeden Fall auch Grüße gehen raus hier an Gorgos und seine Gilde, da hat er definitiv auch schön was Gutes auf die Beine gestellt. Hätte ich nicht gedacht, dass er auf EU20 hier auch so rasiert auf jeden Fall, aber das sieht auch sehr, 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 sehr gut aus. Da muss man sich definitiv auch nicht verstecken mit der Leistung hier. Deswegen, ja, Props auf jeden Fall in die Richtung. Und wir werden das ganze Ding natürlich die Tage weiterhin beobachten und ja, ein bisschen Spaß haben noch auf EU20. Das war es aber erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.